Gottes Namen. Ich weiß, Halleluja. Ich weiß, mein Name steht geschrieben da. Einst stand ich in dem Sünderbuch mit schwarzer Schrift verzeichnet, doch Jesu Blut durchstrich die Schrift, in seine Hand mich zeichnet. Ich weiß, Halleluja. Ich weiß, mein Name steht geschrieben da. Doch selbst nachdem die Schuld getilgt, gibt's oft noch trübe Stunden. Doch seit ich ganz geheiligt bin, ist Dunkelheit verschwunden. Ich weiß, Halleluja. Ich weiß, mein Name steht geschrieben da. Es mögen Kinder dieser Welt nach Menschengunst noch streben, doch ich bin froh, mein Name steht jetzt in dem Buch des Lebens. Ich weiß, Halleluja. Ich weiß, mein Name steht geschrieben da. Dus een arbeid, dus een beroep, wat we ons wählen können en zullen gewählt haben, en dat is Zwischenhändler zwischen mij en de andere, dem Herrn. De andere en dem Herrn, könnte es dort sein, wo ich als Zwischenhändler sein. Fürbitte. Wir haben am Mittwoch hat Bruder John das Thema von Gebet und das Glaubensbekenntnis bürgte, wie wir bald tun so, dass wir unter Gebet bleiben dann. Und hat verkauft, ein klein bisschen könnten angehen, so wenig Zeit als das wird, in das Gebet. Sind uns morgens hat wir noch einmal ein klein bisschen über Gebet. Da ist ja Gebetsstunde. So, da ist so viel in der Bibel davon. Von der war wir das Dritte, das ist Fürbitte. Wenn wir checken dann, Jesus sein Mastergebet, dann sei wie, wo interessant das Gebet abgestellt ist. Wenn wir das Gebet checken, dann, wo die jungen Frauen dann, Herr, lehre uns beten, dann fängt das an, unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist alles, was dem Herrn hochheben wird. Alles, was eine Anbetung ist. Alles, was erhöhen wird. Und wir noch ein anderer Part von das Gebet, was wichtig ist, und das Fürbitte. Wir wollten, wir haben mehrere. Ein ist Sündenbekenntnis, das ist ein Part von Gebet. Oder ein Finger von der Hand. Der andere Finger, das ist Bitte. Nur was Frauen. Und das ist für einen Verein, nicht so, für uns. Und dann die Fürbitte, das ist für den Nächsten entstehen. Und dann ist auch Danksagung, dass wir danken tun. Und dann ist die Anbetung. Was uns vielleicht das Schwanste, das Framste ist, oder irgendwie einmal uns die Liebe zu fehlen. Und aber kijk, diese Fürbitte, das war wir nicht betätigen, und du hast uns dort ein gutes Beispiel Abraham, das heißt Fürbitte, da verlot, von Sodom und Gomorra, nicht was verlot,
Von Sodom und Gomorra, er sagt, wenn in der Stadt so viele Gerechte sind. Und wo wegen das Fürbitte so wichtig? Wegen 1. Petrus 2,9 sagt das, wir sind das hohepriesterliche Geschlecht. Wenn wir dort sind, der Hohepriester hat gekriegt diese Abgabe, diese Verantwortung. Wir wollen uns das ein bisschen bechecken. Hiob 42, 10 ist uns Tagsvers. Fürbitte, Hiob 42, Vers 10. Gott hat gerettet Hiob. Hiob sagt, ich der Buße. Und er deed ab ihrens Buße. Keine Frau aus der Welt, ich habe Buße getan. Und dann sagt Gott, okay, zu den Freunden, die werden da noch nicht, die werden Hüste fahren. Sagt der Freund, die drei, die haben Buße zu tun. Die haben nicht ein rechtes Bild von mir gegeben, wie Hiob. Und dann sagt er hier so, verstehen. Und der Herr wandte das Gefängnis Hiobs, da er bat für seine Freunde. Was für ein Geheimnis es hier bin. Der Herr wandte das Gefängnis Hiobs, da er bat für seine Freunde. Was bedeutet uns das? Wenn wir mal checken, dann werden wir uns das bechecken, was ist Fürbitte an sich? Das erste, das Wesen von der Fürbitte. Fürbitte, was wir sollen tun. Er bat für seine Freunde. Wenn wir für den Nächsten beten dann, was ist das? Erstlich, wir sind Priester. Und was ist ein Priester? So was wird ein Priester durch? Sein Ziel wird, gehen opfern und kriegt nur Verschriften und ganz geheiligtes Leben, darum wie dort nicht möglich, und kriegt mit der rechten Kleider, mit alles, jeder Verschrift reich, und dann ging die du so in das Allerheiligste nennen, und du so deine Fürbitte, Vater Fall, so dass Gott noch ein Jahr länger will, genug geben. Dass du wird ein Jahr länger noch verlängern. Den Vertrag, dass der Sinn soll bestruft werden, dass sie soll in der Halle geschmeten worden, wenn wir Glück reden, noch ein Jahr verlängern, dass dort rüberschieben ging. Und Gott hat da immer war. Ab wie lang, was Christus kam. Und ich habe ein für alle Mal, was in der Ewigkeit uns versöhnt, sagt Hebräer uns. Das ist, was der Priester deuten. So, das Wesen von der Fürbitte ist, das priesterlich. Das ist dasselbe, was der Priester im Alten Bund teilt. Das ist unsere Verantwortung. Wogegen wir sind das hohepriesterliche Geschlecht. Zweitens, was ist diese Fürbitte? Das ist ein Befehl. Paulus, der sagt, wahre Hund, und das sagt meistens bis Paulus, interessant, aber mir ganz kein Unterschied hier. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, 24, sagt er, was so ein karter Satz, beim Aufschlüten von den 1. Thessalonicher Brief, sagt er, liebe Brüder, betet für uns. Was ist dort, sag ich du so. Das ist die Fürbitte, was wichtig ist. Und dann treffen wir uns nicht vielleicht nahe, die Fürbitte, dort ist ja noch mich. Bet mal für mich. Na, wir kennen du noch Frauen. Aber wir wollen bald sein, wo, in der anderen Fall, wo wegen die Fürbitte da, wo du dort hängen wird, dort hängen die beide Frauen da. Und das nächste, Jesus, der da das auch. Der da diese Fürbitte. In Johannes fing wir diese Aufschiedsrede beim Abendmahl. Und du sollst wieder sagen, dass er bei dem Führer erhol diese Tag. Dadurch erholen, merkt er reut für die Arbeit. Er deed Fürbitte. Und er weiß einfach, was Fürbitte wird. Und er sagt, es ich getan habe, so soll die auch. So, der erste Befehl hat Jesus gemerkt, das erste Fähig gelebt hat Jesus, und ab dort hat Paulus sich dann gegründet und das getan. So, und Fürbitte gedacht, dann kann wir sein, dass in der evangelischen Gemeinde Jesu Christi, die Gemeinde, die von der verfolgt war, die Gemeinde, die von der gewaltig gefordert wird, wo so dann sei man gerammt haben dat. Da braucht dringend Menschen, die den Dienst von der Fürbitte gelehrt haben. Dringend braucht die das. Was ist Fürbitte noch besiegt ein Befehl? Das ist nicht eine Selbstfürbitte. Das ist nicht für sich. Das ist nicht ein bemitleidet Beten, wo ich mich bejammern will. Das ist nicht ein krankhaftes, so ein halbes, so ein jammerliches, so ein selbstsicheres Beten. Das ist nicht eine Anstrengung, so ein für Gott gerecht zu tun. So ein finden wir in der Bibel nicht. Gebet, das ist das Wort. Das geht nicht bloß um Act, me, und mich, und meint. Das rennt anders.
Das ist nicht bloß, dass alle Spiegels nur uns gedreht sind. Herr, gib mir das, Herr, halt mich hier, Herr, sieh mir du gnädig und so weiter. Und das ist gut, wir machen unsere Abhängigkeit haben. Wir können für uns beten, aber wir wollen hier ein Geheimnis sein. In das ist nicht Fürbitte als für den Nächsten. Und das sagt hier so, er wandte sein Gefängnis, als er bat für seine Freunde. Wann er wird mein Gefängnis sich drehen, wann er wird losworden, wann er wird gehalten worden, als er bat für seine Freunde. Als er Fürbitte da, dann passiert das bei Hiob. Was fängt wir noch? In Hiob seine Geschichte, wenn wir die würden lesen, nur Hiob 2 für dich Tieren, dann würde wir können sagen, sei erfahren, was wir versuchen, zu beschatten, vor Gott oder bei Gott, dort erst, wenn wir von Nächsten anstehen. In Verken ist auch, wenn wir tun, wir werden um ein Ding, was all eigentlich vorig ist, was all getan ist. Wenn unsere Kinder wo bleiben wollen, wie ihre Freunde, wie ihre Freundschaft, wir sind jetzt gekocht. Und die können nicht glauben, sagen, Mama, kann ich wirklich nicht bleiben? Na, wir haben ja gut gesagt, nicht so? Würden wir im Traum bleiben. Aber Mama, kann ich dann auch? Da würden wir sagen, na, ich habe das alle teuer gesagt, das ist ja vorig. Das ist es, wie wir im Herrn fertig tun. Das Erlösungswerk, das ist so vollbracht. Und das wird sagen, uns durch Kraft in das. Und das sagt uns, der wird anders, das viel stärker als der, was in der Welt ist. Wir prachen durch ein Ding, um eine Kraft, um verschiedene, was da auch lang gewesen ist, was da lang redlich, was wir lang haben können nehmen, und wir prachen das, wenn der noch nicht erst war. Also die Kraft vom Krieg, klar da merken. Das wird passiert. Eine Versöhnung. Da beten wir an. Da wird sagen uns dort, die Kraft vom Krieg, das ist eine Torheit, für der wird nicht glauben. Aber der wird wir glauben dann, für der ist das Krieg, und das Wort vom Krieg, ist das eine Gotteskraft. So, wenn wir nicht Gott belegen, dass wir nur den Frauen, was er all am Krieg zu tun hat. So, Fürbitte, und dass wir können Fürbitte tun, das ist aufgrund von der Versöhnung. Im Alten Bund, dann checken sie vorab tun, wir können auch im Glauben checken, das ist aufgrund von der Versöhnung um Krieg, als Fürbitte möglich. Und du wirst in voller Taufe, sich in Taufe 3 in der Hand gehen. So, aufgrund von der Krieg, ab Golgatha, ich habe Fürbitte tun. So, wenn wir dann in Christ sind, und Gebet, dann haben wir einen Arrechten Namen. Dann ist ein Arrechten Namen. Wenn wir gläubig sind, aber ohne Gebet, dann haben wir einen Arrechten Namen gekriegt. Das stimmt nicht. Christen, die beten, und die dann Fürbitte. Das ist das Wesen von der Fürbitte. Wir werden mal checken nach Kart, was ist der Segen von der Fürbitte. Wenn wir Fürbitte tun. Weil Hiob 2 für dich Tieren sehr ansatz all, was du von Segen berührt hast. Und dort ist, und der Herr wandte das Gefängnis Hiobs, da er bat für seine Freunde. Fürbitte, eine wahre Fürbitte, der verjagt sich selbst. Dann vergeht wir uns. Das ist wahre Fürbitte. Paulus steht auch um Fürbitte Frauen. Aber wo ist das? Wir sehen es schon. Er sagt, liebe Brüder, betet für uns. Und was sage ich in den 2. Thessalonicher Brief? Im ersten sage ich, bet für uns. Im zweiten erklärt er das wieder. 2. Thessalonicher 3,1. 2. Thessalonicher 3,1. 2. Thessalonicher 3,1 sagt du so, weiter, liebe Brüder. Wir können das anbringen oder Ferien, wo das sagt, liebe Brüder, betet für uns. Und ich sage ja, weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Für was der Herr beten? Wir sollen für Arm beten. Aber das klingt nicht im Arm, das steht nicht im Licht, das steht nicht im Mittelpunkt. Er sagt, dass das Wort Gottes wo dran und gepriesen wird, so ist beginnt. Und dann der Betrag steht, sage ich ähnlich, sage ich, dass du eine offene der sein, das Evangelium zu predigen. So, wenn er Fürbitte für sich, dann denkt er an der Abgabe, der Verantwortung, das Wort Gottes. Das denkt nicht an sich. So, Fürbitte.
wat van een bijzondere zaak dat is. En dat gaan we doen en dat zal we doen. En we kunnen ook übrigens Fürbitte doen. Maar voor ons ziet, wat we eenmaal erkennen, das Segen van de Fürbitte. En wat we hier zien met dit, wat Paulus de Fürbitte deed, en dat hij zegt van het evangelium, dat kan ran, dan zijn we hier zo, bij ware Fürbitte, bij een levende Fürbitte, dus geen ruim voor Selbstmitleid. Selbstmitleid is er niet ruim. Wanneer we een bedürfnis zijn, een afhankelijkheid van Herrn, dat is ganz reich. En dat we een grote verantwoording voelen, en dat de daarna een grote verantwoording voelen, dat we een Satan Worte predigen, ja, dat is wichtig, ga ik dat partlich reich verstaan, wat ik dat partlich reich uitbreng, dat is alles goed. Aber Selbstmitleid, Person ist du sie nicht rühm. Also in der wahre Fürbitte. Das ist ein Segen, so? Das ist ein Segen, dass Selbstmitleid du nicht rühm hast. Wir sind jetzt hier in Paulus im Beispiel. Wogegen Jesus, er hat sich nicht selbst bejammern, dass er hier so jammerlich ab der Eden muss abkommen, was er selbst gemerkt hat, und muss immer sich in der stellen, was er selbst gemerkt hat, und sich nur dort merken von dir. Du wirst nicht dort. Was sage ich dir so in Matthäus 9, 26, der letzte Vers, 36, Matthäus 9, 36. Je mehr wir uns um den Nächsten beschäftigen, Fürbitte, das bedeutet für den Nächsten. Je weniger, wo wir an uns denken. Dann sagt Jesus das. Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben. Da er das Volk sah, was er uns allen Rat zuwies, also Weichkeiten von sich. Er sagt das Volk so, er sagt den Nächsten, am Jammer dort. Sein Hort dort wird angeschiert. Sein Hort dort lang rüht mit so einem Menschen. Kein Ruhm für Selbstmitleid. Als du so. Dat is de Segen. Dat is een Segen. Wat is de nächste Segen? Eine Fürbitte, dus nicht in Gefahr, verführt zu worden. Wir wollten, wir können so leicht geführt worden. Wir können so leicht getäuscht worden. Du hast so sehr viel, wo man die von der worden bekleidet hat und bebombt, wann wir bei uns dort nahen. So sage ich ein Schreiber dort. Wir wurden bebombt durch so viel Einfluss rum uns. Aber eine Gefahr ist du so nicht. Fürbitte down. Und dort ist, wir wollen nicht verführt worden. Und wie Fürbitte down? Das ist keine Gefahr für Verführung. Fürbitte, dort hat ich auch mehr als bloß, dort ich ein bisschen nicht fallen. Vielleicht man die nächste seine Lehre verteilt, dass ich da was sei, dann kriegt ein Mitleid, kriegt ein Gefeil. Und der vielleicht im Krankenhaus so schwer liegen muss, so schwer atmen, und das kann nicht sterben. Naja, das hat uns sehr leid so an. Aber Fürbitte ist mehr als bloß ein Gefäll zu haben. Das Mitleid, was die da sein, das Mitgefühl, das soll uns bewegen zu der Fürbitte, zu den Nächsten, zu der Fürbitte. Das ist sehr, sehr wichtig. Beileid wiesen, Mitleid wiesen, das ist auch nicht Fürbitte. Durchhängen muss unbedingt die Fürbitte kommen. Der Beruf, die Arbeit von einer echten Fürbitte hat keine Nachteile. Jesus hat keine Nachteile. Es ist keine Gefahr für Verführung. Niemals sind du bei der Fürbitte und nach ganz klein geschriebenen Buchstaben, wird eine große Rolle spielen. No, das ist keine Gefahr. 100% garantiert, das wird nicht schief gehen. Und wir wollen Fürbitte da für den Nächsten. So wird gesagt, hey, das hier sich so schön zum Wahrheit sein. Too good to be true, wird gesagt. Jesus ist nicht dort. Das ist so gut, als ich dotiert. Fürbitte, das Wort eine Wirkung haben. Was noch in der Fürbitte? Dus in der Fürbitte ist keine Gefahr verstellt. Für Hochmut, für Überheben, so eine Gefahr hast du so nicht in der Fürbitte. Ist dort nicht ein Segen von der Fürbitte? Unsere Abhängigkeit vom Herrn. Und wieder erkennen. Und wenn ich einmal habe, priesterlich, das ist der Priester im Alten Testament sagt, dass ich für Gott gekommen bin, für den Nächsten, in selbstlos. In selbst sei du bekämmert, dass ich war für Gott als würdig und herrlich durchstehen, dann du es nicht in Gefahr verstellt, wegen das für den Nächsten. Ich mal mich prüfen, du ich reich, und dann ist dort dann für den Nächsten anzustehen. Also du es nicht in Gefahr verstellt. So, dann mache ich hier so uns ein Ding sagen. Ich weiß nicht, wo uns das geht, und die aus Graufasch, und ihr Graufasch, aber die Fürbitte
voor jullie kinderen, voor jullie grootkinderen, voor jullie grootkinderen. Ik wil ervoor bidden, dat is de beste schutz voor de jonge generatie. En de oudere generatie beten dat voor de jongere generatie. Hoe wij zo doen, dat we met alle geweld en muziek reden. Wat ze doen voor de aankomt, maar we willen dus eenmaal muziek reden. Dat is de beste schutz, dat is de voorbidden. Goed, we moeten checken, hier op en wie, hebben we hier nog irgendwas te leren van ons. In dem Moment, hier op 2:10, wo hij beten deed, voorbidden deed, dort is, wo zijn Gefängnis sich wandern deed. Zijn feindliche Freund, ja, dat werden eigentlich seine Feind. Dass der am behandelt hat, dat werden nicht wahre Freunde was. Dat sagt dus aber Freund. We hebben de van der feindliche Freund an, dass der am hadden behandelt. Voor dat hij beten. Da hadden einmal das gerecht gesprochen. Und für dich soll er beten. Fürbitte, frag nicht für wen. Und Fürbitte, das ist immer eine Verdämmigung. Das will sagen. Das ist nicht irgendwie vor verstalt. Wenn nie soll ich beten für einen, wo ich schwer annehmen kann. Und wir checken hier auf seine Geschichte, wo jammerlich er leiden muss, wenn wir es dann ganz bechecken. Und dann kommt der Freund und reden noch so von boven rauf noch an. En proeven op de schuld te leiden zijn, wo die alle wegen, als je doen als je zinnig hast, en dan zijn door het gerecht te spreken. Voor dat zullen we niet beten. Maar dat wat hij doet, als hij dat doet, dat wordt zeggen ze dat beten zijn vriend. Hij noemt het vriend. Dat kostwoord. Dat kostwoord, maar die beten zegen. En die zegen, die is verten bij ons. Egoistisch, selbstsüchtig, om vom Herrn wat te kriegen, so arbeitet Fürbitte nicht. Wenn ich Fürbitte ist für den Nächsten, dann hat es der Klick, als ich den gleich, er nicht gleich, als ich den kann annehmen, er nicht. Spurgeon, der Prediger, Charles Spurgeon, der sagt es dit. Kein Mensch kann mich in gratere Form, kann mich mehr Gütigkeit, Geld wiesen in dieser Welt, als für mich zu beten. Für ihn zu beten in seiner Arbeit. Also Fürbitte, hij erkent de Fürbitte, hoe wichtig die wird. Unsere Fürbitte. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Hast du einen schwerer Kampf? Hast du was, wo du schwer kämpfen das? Dann tun wir Fürbitte. Kijk maar, wer bezieht die zat. Vielleicht hast du Krack in der Tür. Der, was bezieht die zat, für wem die kurz Fürbitte tun. Vielleicht fehlt dir noch Krack. Vielleicht hast du Krack da. Wat du schwer annehmen kannst. Besieht wen die hast du gesagt, da besieht die. Oder vielleicht erst dich hier Krieg von der und nicht. Ein Krieg von der Ursache, wir wollten das nicht. Wir haben einen schweren Kampf, dann werden wir Fürbitte tun. Von unserem Bruder, von unserer Schwester. Kannst du ihm schwer vergeben? Dann tun wir Krieg für die Person beten. Nicht beten, Herr, halt mir das zu vergeben. Nur für die Person beten. Herr, sieh du diese Person gnädig. Sehen die der Person. Was immer der von der oder der, sie an dich bi, du am Begleiten von der. Sie wird immer bedrängt, anmutig, ganz doel, irgendwas, was man ganz heraufgebracht. Ja, dann beten wir. Für die, die so liegen tun, sind von der noch nicht die, die krank sind, die sind von der nicht im Gottesdienst, wegen sie nicht gesund sind. Und andere die trüren, die haben einen Verlust gehabt, die trüren. Und noch andere sind vielleicht auch nicht mehr jung und haben andere Schwierigkeiten. Dann beten wir, Personen. Sind das doch nicht was bewirken? Wahre Fürbitte für den Nächsten, da kann aber noch ein Priester tun sein. In meisten Tiden, wer den ganzen Priester tun hat, dort für den wird auch Fürbitte da. Niemand soll bei uns das Ziel sein. Aber Abraham, er hat so ein Hort verloren. Oh Herr, wirst du die Stadt verschauen? Da wird sein Hort, was du Fürbitte dat für Sodom und Gomorra. Und was Lot dort? Gott hat ihm können so aufwaschen und wird fertig mit diesem Lot. Aber no, seine Schuld, was Lot da ging, wird eine sehr schwere, lange Schuld. Und er glaube, hat mit Abrahams Fürbitte zu tun. Hier schlicht, er verlor rein alles, was er in Sodom und Gomorra hat. Er verlor seine Heimat, er verlor sein Haus, er verlor all seine Gerätschaft, er verlor all seine Assen, wo mit er pflegen da, er verlor all seine Piet, wo mit er fahren da.
rein alles verloren hij. Hij verloor zijn Frau, hij verloor al zijn Freunde in Sodom Gomorra. En dan nog al dat Schicksal zukünftig. Met laat je heen, 2 dagen drin, wo ab in een boy, in een huil, hield zich ab. Du leeft daar. Dit weer een ding wat hij daar ging, een show wat hij ging, ik geloof op kosten van de Fürbitte. Dit weer de kosten van de Fürbitte, wat Abraham verloot daar. De hohe prijs wat er te doen weer. Fürbitte wat allemaal wat kosten, wat een zegen zijn. De Herr sagt, hij wat rache even. En deswegen habe ich Fürbitte zu tun. Nach dem Fall mal so den nächsten, im Haus ich dann habe auch eine Füße gemerkt, nicht so? Die nächste Person war dann so gewollt, ich Rüd gefordert habe. Aber wenn wir schon Fürbitte tun für so eine Person, Herr, sieh dir diese Person gnädig, sehen dir diesen Tag, der Herr wird sich erweitern. Der Herr wird nochmal sei abends den nächsten anchecken, dann flattern die Lampen an. Der wird sich weiten. Der wird sich mit Laut, der wird sich weiten. Das ist nicht an uns. So, ein Sprichwort sagt es das, und ich lege das hier unter Posten. Wenn du danach nicht schlucken kannst, oder wenn du beständig an ein Problem denken musst, dann fang nicht an, die Schubjes zu teilen, aber dann reden mit den Hort. Oder dann denk nicht über irgendein Problem nur, dann denk nicht über deine Ackerie nur, dann denk nicht an den Geschaffen, merk nur mal, für die gute Kondon, sondern red mit den Hort. Also dafür bittend, dem Herrn anstehen für den Nächsten. So, Gebete, die sind dringender von der aus der Dienst. Fürbitte, das ist welche aus den Worten von der. Ich möchte hier so eine Geschichte weitergeben, was Alan Roth letzten Tag sowas hat. Hier werden wenig, ich möchte das weiterholen. Die wird ein Prediger vom Utland. Ich glaube, das wird Asien, von den Orten, wo nicht Glaubensfreiheiten sind. Ein von den armen Ländern, wo sie nicht konzentrieren können als hier, ein geringer Prediger oder ein brennender von dem Herrn, der wird abbett von ein städtischer Prediger eingelud, nach Städten zu kommen, hat ihm daheim und wiesen an all die Missionsgesellschaften, die wiesen die großen Dreckerien, die wiesen die Städten, wo sie Sachen zu bringen, was sie im Utland schenken für arme Menschen, für Bedürftige, wo sie dann Flüchtlinge halten und all das Ganze, wies er an so. Und dann, als er dann ihr Streit in den Airport fährt, dass er in ein Haus fliegen kann, dann fragt das Prediger hier von Städten, na, was er dann von Eindruck hat von das Ganze hier in Amerika, von der Church-Kirche, von der ganzen Mission und so weiter, was die Christen hier in Amerika anbelangt. Dann sage ich am Prediger, ich stunde über, wofür die hier in Amerika ein Gebet anfangen können. Also Worten werden dafür, aber wo ist das Gebet? Wo ist die Fürbitte? Das Gebet, was so wichtig ist. Der Platz von das Gebet von der Fürbitte. So, wenn wir Fürbitte tun, so Hiob hier so deut, wir wollen stehen, was Gott im Leben kann tun. Hiob seine Lehre, der ändert sich, als er ihr Fürbitte deut. Lest mal Hiob da noch, wo ihr sein, wo seine Lehre in Wirklichkeit wird. Dann wollen wir dort gleich verstehen können. Wogegen, der ein gebetsloser Mensch in der Gemeinde, dort erst so ein Glied in uns Körper, was der Lum ist, was sich nicht mehr bewegen darf. Da wir dort nicht loben. Und ich möchte noch anladen, und der andere sagt, ich will meine Fürbitte tun. Dort hängt auf dem Dash, bei dem Info-Dash, du legst noch so eine Heftigkeit, wo ich kann abschreiben, für wem die beten wollen und so weiter. Vielleicht will ich so eine Liste merken, für wem die beten wollen. Und Gott wird auch in unserem Leben Wunder tun. Nummer 364. Herr, weil mich fest hält deine starke Hand, vertrau ich still. Weil du von Liebe dich zu mir gewandt, vertrau ich
still. Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut. Ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertrau ich still. Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertrau ich still. Weil ich durch dich dem Tod entrissen war, reg tief in mich, Herr, deine Lammesarm. Herr, weil du jetzt für mich beim Vater fließt, vertrau ich still. Weil du zu meiner rechten Helfen stehst, vertrau ich still. Droht mir der Feind, so schau ich hin auf dich. Ein Bergungsort bist du, o Herr, für mich. Ist doch die Zukunft meinen Blick verhüllt, vertrau ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertrau ich still. Seh ich nicht mehr als nur dem nächsten Schritt, mir ist genug, mein Herr geht selber mit. Feuer 127. Feuer 127. Du bist mein Ziel, mein Gott. Du bist mein Halt, mein Gott. Du lässt mich keinen Tag allein. Du gibst mir Kraft, mein Gott, und ich vertraue dir. Du willst, Herr, alle Zeit mein alles sein. Ich bin dein Kind, mein Gott, bin dein Geschöpf, mein Gott. Ich bin vor dir unendlich klein. Du machst mich groß, mein Gott, und machst mein Leben reich. Du willst, Herr, alle Zeit mein alles sein. Ich preise dich, mein Gott. Ich danke dir, mein Gott, und stimme in das Loblied ein. Dass alle Welt dir singt, denn Staunen fasse ich. Du willst, Herr, alle Zeit mein alles sein. 338.
338. Ik vraag hoe de posten erst afstond van dit lied zingen. Aus lebendigen Steinen bauet Christus seinen Tempel hin. Darum nur auf diesem schauet, haltet hoch sein Reich von ihm. Christus ist der Grund und Eckstein, will die Steine in dem Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Jeder, der dem Herrn gefunden, hier ein Stein des Tempels ist, und die Steine sind verbunden durch die Liebe Jesu Christ. Christus ist der Grund und Eckstein, will die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Fleißig werben's nun um Steine für den Tempel unseres Herrn, die füget stets alleinig in dem Bau, wie es hat gern. Christus ist der Grund und Eckstein, will die Steine in dem Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Wirket bis der Bau vollendet, eingefügt der letzte Stein, dann das Bauen ist beendet und wir gehen zum Himmelein. Christus ist der Grund und Eckstein, will die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Soll ich kurz nehmen? Wir werden uns das Bulletin einmal überchecken. Als Aufruf sagt es, sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und sagt, die Dinge meines Lebens, die nicht zum Gebet werden, werden mir entweder zur Sünde oder zur Sorge. Das die hier sein, wir werden hier Zeugnis haben und auch Taufe und nur den Gesang in der Botschaft von Bruder John. Als eerstens bekantmerking, dat vandaag tweeduizend nummerig als Jugendsten, so Ju und Ola für Jugend war eine besondere Gelegenheit. Zweitens war Melweg, gleich auch sowas als Bibelstunde, das Thema als Gemeinde, da werden wir nicht anfangen, in der Einladung ist von Bruder Jake Leptje, von der Tannendorf. Drittens, Donnerstag, gleich auch sowas als Chorübung, das Emma. Freitag, gleich auch sowas Jugendchor, Gesangübung. En Sinund, gleich 7. Mars, Gebetsstunde von Mana. So, Mana, wir laden bei alle ein, Jungs, waar we pot nemen, waar we dat gebed ernst nemen. Een moedtoespraak. Het mag nou maar wiederholen. Eine anderen Brüder sind wach, nur die Gebetsstunde ist ziemlich mit groß bewassen. Waar we de pink nicht handfahren, der kann nicht groß wassen. Der muss ich gefahren sein, der wach. Nur die Gebetszeit. Nächstens hier so, gleich 8 sowas, war ein Männerchor. Das ist eine schöne Gruppe Männer, die der Top kommt.
En van människor är det loterkäfligt egen sankieren. Zevendens hier så har vi en brudpar. Dat zijn ditmaal de geschwister Wesley en Rosella. Ze zijn kinderen van de geschwister Peter Kroon en Ubrum Boyes. En ze mochten zin und haben sie das Ziel, Hochzeit zu feiern, klart Feier. Sie laden dort jedem ein an, für die Hochzeit sind und klart Feier. En über alles werden wir auch fürbittend, für diese Anstund. Auch andere, die all in der Ehe gegangen sind, und noch andere, die so das Kart für sich haben. Achtens hier so, nächsten Sonntag von klart Feier wieder erst der Mannschaftstag geplant. Zur Amstellung, ich hatte wir uns von der gedacht. En nu kennen dat alle nicht kein uit, wegen dat Tag bis ein Apochi, wat wir wollen haben. So, nu ist es dann für nächsten Sonntag klart Feier und wird noch hier im Gymnasium geplant für das Mal. Das Amstellen dann nicht sind. In der Kommentar am Posten, da kann Eten rein merken, würden sie gleich mal, die würden nicht melden. Und wegen was würden die nicht auch, wenn ich die Tag kommen, würden sagen, hey, wie plant zu kommen? Und wenn ich näher weiß, sage ich, hey, die weit noch nicht näher, aber wir leben ja, dann haben sie alle eine Idee. Wenn die immer nicht so lange angegeben, dann noch nicht durchbleiben. Das kennen wir ich nicht. So vor allem, welche von der erst Balkon, und welche kriegt von der nicht erst. Du so, die angegeben wie End. Neindens, eine Bekanntmerkung, was dann der ehere Zeit ist. Wir wurden gleich in Oktober ein bisschen klarer zu sein, zu weiten, wer da denkt zu kommen, plant zu kommen. Wenn die noch nicht näher weiten, schiebt die Nummer wegen ab, dort hängen leien Bärs, wo die Diakonfrauen do so ram zu sein, dort die kann die Nummer schreiben, wer sie noch nicht gemalt hat. Jedem einer hat all, andere haben noch nicht, was wir weiten, die Rauen auch. So, merkt das du so, einer oder andere fragt vielleicht wegen der Kosten, und dort wird freiwillig sein, also jeder einer kann geben, du noch sei Möglichkeiten hat. Und so. Ich kann mit der Diakon überreden. Ab für die Stunde sich da am Kämmern, mit der wird all gestellt sein und all Verantwortung abnehmen. Da wir auch beten für diese Restzeit da. Nächstens, ja, ein Dank, dass wir beten können, so, und dass der Herr sich bezeugen wird, zu uns, wenn wir beten dann. Der Almosen von letzten Sonntag wird 12.130 und $391. Gut, hast du so noch was uitgebleven? Wat hat viel zu sagen? Okay, so wie das dann. Dann gehen wir wieder Eva. Ja, wir hatten das Phase noch nicht bekannt gegeben, dass wir vielleicht noch können Zeugnis sein, aber gerade wegen Umstellungen und wegen viel Verrest in diesem Zeit, sagt uns doch gut, dass von der noch daheim, wir haben dann einmal gesagt, dat über Peter Christina durch an nur der Taufe, also über Peter 401, durch an nur der Taufe, und wir werden auch von der Gelegenheit geben, Zeugnis zu geben. So, als nächste Guru Eva Dutto, die kostet den Zeugnis hier so geben. Bitte. Hi. Ik möchte til Gott in ihr ook met doen, wat ik Jesus in mijn leven gevangen heb. Ik zie thuis, dus ik in de schuld met een geistlichen Einfluss abgewassen. Ik bin noch so jung, als wie mir ein Träumer von Offenbarung kommen, wo mir dort dann anschiert und wo ich mein Leben an Jesus übergebe, so wie was ich dann weiß. Luther aber zweifelt ich immer, als ob es sein Eiche war, oder als ich noch nicht mehr werden verstehen. Immer wenn ich eine Botschaft von Bekehrung höre, habe ich Angst, ich werde auf immer verloren gehen. Was wir einen Tag einen Träumer hatten, von dem Psalm 139, Vers 23 und 24, wo der Redner dann auch sehr, weil wir nicht wissen, wo wir stehen, wie können Gott daran beten. So sozusagen, erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin, und schleite mich auf ewigem Wege. So bete ich den Herrn dann auch der Träume bewiesen, wo ich stund, und der Träume wird am Weichen ablehnen, so dass ich wirklich ein Tag wie ansehen. Und nur ein paar Werke habe ich dann einen Träumer von Tiet und von der Ewigkeit, wo mir das dann wichtig wird, dass mein Leben, das wird nicht schaffen, und vielleicht wird ich gerade sein, nicht nüch wird, wenn in Merlin weiche dort zu der Ewigkeit nicht. In der Werk dann, als ich dann eine Nacht nicht schlucken kann, dann kann mir klar an, dass ich das nie gut klar merken,
En zo doe ik dat dan ook. Ik neem Jezus te aan en wirklich ik ben vrede dan ook. Nu brug ik niet meer angst aan dat ik op einmal wat verloren zijn. Wenn ik weet dat Jezus voor mij gestorben is. En wanneer ik op einmal sterben word, dat ik dan op alle Ewigkeit bij ihm sein. Wenn der Satan mir nie wel aankomt en zei ik ze niet gered, dan kan ik hem zijn het 1. Johannes 1 Vers 9. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Dankeschön. Dankeschön. So, es ist nicht schön, Klarheit im Leben zu kriegen. Und man kann sagen, ich bin ein Kind Gottes und dann das öffentlich mitteilen. So, weil wir auch in diesem Fall Fürbitte merken, Personen, die diesen Schritt merken, und die Taufe wollen nehmen. Ich möchte der Herr das segnen. Das nächste habe ich hier so auch die Taufe von mehreren Schwestern hier so dann, die als in ziemlichen Zeit Erzeugnis gegeben haben, aber durch verschiedene Umstände hat sich dort rübergeschoben, die Taufe, was wir nicht geplant haben, was so lang soll. Und von der Seite hier sind wir freuen uns, dass wir auch dort haben. Das ist immer ein besonderer Tag, nicht so? Das ist jedem ein persönlich sein Tag, wo er das will öffentlich wiesen, den Bund, was hat gemerkt mit dem Herrn. Wir glauben auch so, dass die erste Gemeinde das teilt, nicht so? Wer da glaubt, der soll getauft werden. Dann sag uns du, und sie wurden getauft und zur Gemeinde hinzugetan. Das ist, wo wir noch formal diesen Akt tun, das formale Ding, dass wir entweder taufen tun und dann willkommen heißen in der Gemeinde hier und diese steht. Denn wir haben alle eine Verantwortung, auf eine steht. Wir machen die Entscheidung treffen, dass wir klar haben, hier soll ich schaffen, hier will ich dem Herrn dienen. So ein Zeugnis ist das, da haben sie euer mitgeteilt und sie haben alle ein Zeugnis gegeben, dass sie mit dem Herrn im Frieden stehen, dass sie gerat werden, dass sie die Radung für sich persönlich angenommen haben. Das Zeugnis haben sie gegeben. Und sie haben sich auch so ausgesprochen, sie möchten getauft werden. Wir haben mit ihnen viel geredet, wir haben mit ihnen viel Seelsorge gehabt, zu vernehmen, zu horchen, bestehen sie, und es dort verlangen euch. Und ab dort, was sie gesagt haben, und ab der Erfahrung, du so vertraue wie dort sei, auch den Krieg vorbei sein, dass sie durch die Enge Put gegangen sind, dass sie an der anderen Seite stehen, dass sie das nicht wollen, feierlich merken, das Ganze. Uns ist das wichtig, uns ist das gedacht, dass dort ein klares Ja ist, dort eine klare Überzeugung ist, was sie von der tun hier so. Wo wir ihn so fertig, sagen wir vielleicht, naja, ich habe das ernst gemeint bei der Taufe. Und das ist wichtig, das muss wir ernst meinen. Aber wenn wir nicht die Radung angenommen haben, dann hat das noch nichts, was irgendwie aufgenommen haben. Dann ist ganz kein Unterschied. Die Anstrengung, die teilt durch, aber das letzte nicht. Das muss eine Entscheidung für Jesus Christus sein, der was. Das muss ein Sündenbekenntnis sein, das muss Buße in Glaube sein. Und dort ist durch, wenn dort vom Horten ein Ja ist, wenn dort Arch ist, dort ist durch, wo der Herr dann versprechen darf. Dort ist, wo wir wollen im Segen gehen, dort ist, wo wir wollen im Sieg gehen, wo wir wollen das Zahlen, sag ich, von einem Sieg zum anderen geführt worden. Und dort wir dann durch wurden, all diese guten Worte rückbringen, was hier Gottes Saal, was der Saal eine Zierde sein für seine Gemeinde. So, wir wollen eben gehen zu der Taufe, einzeln, und bevor wir dort tun, wollen wir noch einmal wieder beten. Wollen wir das hoffen eigentlich mal. Uns guter Gott, uns vor dem Himmel, wir danken dir für Jesus Christus, für den einzigen Sehen, was du auf jeden Schatten deitst, was du so gestorben deitst für unsere Sinn. Wir können nicht verstehen, dass die dort boven, als Schöpfer von Himmel und Erde, am Anfang, dass du so das verlangen wir, diese Entscheidung den Menschen zu raten. Herr, wir dienen wollen, dass wir so nicht leben haben. Herr, du wusstest, dass das dort, wir fühlen die Gott nur. Wir in der Entscheidung mögst du, für wie du werden. In der Entscheidung mögst du, als wir nach deinen Fienen werden. Ich danke dir dafür, dass du noch einmal raten darfst. Ich danke dir, dass du auch diese Schwestern hier geraten hast und dass du kennst von der,
das öffentlich bewiesen. Wo die den Segen geben, für jedem ein verehrt, für Juli, für Martha, für Jenny und für Judy. Wo die das geben, wo die genug geben, dass sie können, da steht, ein besonderer Segen auch erfahren, so die ganze Gemeinde, da können unterscheiden ja auch. Amen. Bekennst du, dass wir alle deine Sünden, Gedanken, Worten und Werken von Herzen weichen? Ja. Glaubst du, dass die ewige, aufrichtige Erlösung durch die gestorbenen, auferstandenen, unglaublichen, alleine verursacht, deine Sünden und dadurch ist Leben alle deine Sünden verlangt? Ja. Wir nutzen durch Gottes Gnade und Beistand deinen Heiland Jesus Christus den Leben und zu stärken, Gottes Wort und andere Gnaden und Gott voll zu gebrauchen und für den dreiinigen Gott voll zu bleiben, bis du Gott. Ja. Begehrst du, auf dieses dein Bekenntnis aufzubauen? Ja. Auf das Bekenntnis deiner Sünden und auf das Bekenntnis deines Glaubens, das dich mit Gott und Jesus zusammen abgelegt hat, taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen. Der auch, liebe Schwester, im Namen der Gemeinde heißt es willkommen an diesem Ort. Das steht die Gnade in uns. Wir erkennen dir als vollberechtigtes Glied der kleinen Gemeinde Gründen, dass wir in allen Diensten und Segnungen teilnehmen. Nächste, bekennst du, dass wir alle deine Sünden, die Gedanken, Worte und Werke von Herzen leisten? Ja. Glaubst du, dass die ewige, allwissende Erlösung durch die geborenen, gestorbenen, auferstandenen Sünder, die alleinige Ursache deiner Sünden und dadurch ist die Sünden aller deiner Sünden erlangt? Ja. Glaubst du, dass Gottes Gnade weiter einen Heiland Jesus Christus Leben und zu stärken, Gottes Wort an die Gnade voll zu gebrauchen, und für die dreieinigen Gott voll zu bleiben, dass du dich Ja. begehrst du, auf dieses dein Bekenntnis aufzubauen? Ja. Auf das Bekenntnis deiner Sünden und auf das Bekenntnis deines Glaubens, das dich zu Gott und diese Versammlung abgelegt hat, taufe ich dich im Namen des Vaters,
der Sohnes und des Heiligen Geistes. Der auch, liebe Schwester, im Namen der Gemeinde herzlich willkommen. Wir anerkennen Sie als vollberechtigtes Glied einer Gemeinde in allen Diensten und Segen. Nächste Habe dieser Einzelne Juli. Bedenkst du, dass du alle deine Sünden, Gedanken, Glauben, von Herzen leisten? Ja, Glaubst du, dass du diese ausdrückliche Erlösung durch den geborenen, gestorbenen und aufgestandenen Sünder, die allein für dich auf der Seite von Jesus Christus, die Seite von Jesus Vater der Energie, allein ja, genutzt du das Fest Gnade und Weisheit, deinen Heiler, genutzt das Leben, das Wort, dem dreieinigen Gott treu zu bleiben bis in den Tod, dann antworte. ja, Begehrst du auf dieses dein Bekenntnis, getauft zu werden? Was ist deine Antwort? ja, Ich werde dir noch 9 Tage getaufen. Auf das Bekenntnis deiner Sünden und auf das Bekenntnis deines Glaubens, das du vor Gott und dieser Versammlung abgelegt hast, taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Steh auf, liebe Schwester. Im Namen der Gemeinde heiße ich dich willkommen hier am Ort. Der Herr segne dich. Wir erkennen dir als vollberechtigtes Glied an der kleinen Gemeinde hier in Schöntal, dass du an allen Diensten und Segnungen teilnehmen möchtest, die in dieser Gemeinde sind. Das nächste habe ich hier so Paternifels Judy von Hannah und Feuer. Bitte. Bekennst du, dass dir alle deine Sünden in Gedanken, Worten und Werken von Herzen leid sind? Deine Antwort. ja, Glaubst du, dass die ewige, allgültige Erlösung durch den gekreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Sohn Gottes die alleinige Ursache deiner Seligkeit ist und dadurch die Vergebung aller deiner Sünden erlangst? Was antwortest du? ja, Gelobst du durch Gottes Gnaden Beistand, deinen Heiland Jesus Christus zu leben und zu sterben, Gottes Wort und andere Gnadenmittel treulich zu gebrauchen und so dem dreieinigen Gott treu zu bleiben bis in den Tod? Dann antworte. ja, Begehrst du auf dieses dein Bekenntnis, getauft zu werden? Was ist deine Antwort? ja, Bei die Ordnung? Nein, bei der Taufe. Auf das Bekenntnis deiner Sünden und auf das Bekenntnis deines Glaubens, das du vor Gott und dieser Versammlung abgelegt hast, taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Steh auf, liebe Schwester. Im Namen der Gemeinde heiße ich dich willkommen hier am Ort. Der Herr segne dich. Wir erkennen dir als vollberechtigtes Glied der kleinen Gemeinde hier in Schöntal, dass du an den Diensten und an den Segnungen teilnehmen möchtest, damit der Herr auch dich segnet.
taufbefehl, das ist auch ein End gedaan, das der Herr sagt. Und die freien uns, so mit Feier 16 Mai, total in der Gemeinde, diesem Computer, wo ich mir die Liste ändern, dort ist Feier 16 Mai, aus ein aktives Port, hier so sein. Mag der Herr das dort segnen. Und so sind vielleicht noch ein Teil Meier, wo diesen Schritt sein und möchten diese Segnungen erfahren. Wir möchten noch dort anladen. Ja, ist noch jemand, der noch einen Segen mitgeben, irgendeinen Gedanken, einen Mutzuspruch oder was immer, als Gelegenheit von Dienst, der Versammlung. Mutzuspruch abzuchecken. Ja, danke schön. Gut, dann merken wir wieder, dann haben wir nächste ein Gesang. Ich habe Frauen ein Ensemble abgeschrieben, aber wie das Geheimnis, was das wird sein, so vielleicht sind ich dort auch reich, was das ist, aber wir geben die Gelegenheit dafür. Herr, du kennst mein Leben, willst mit mir durchs Leben gehen. Du hast es mir gegeben, lass mich deine Wege sehen. Hilf mir, Herr, dass ich doch nicht auf Sand mein Leben bau, sondern immer mehr auf dich vertrau. Du kennst mich, Herr, und du weißt, wo ich steh. Du siehst, wie ich auf dem Abgrund geh. Bleibe du bei mir, ich vertraue dir, stärke mir den Glauben. Nimm du mich trotz meiner Schwachheiten an, halt mich, dass nichts mich von dir trennen kann. Herr, verlass mich nicht, denn ich brauche dich, stärke mir den Glauben. Du kennst Not und Sorgen, die der Tag für mich erbringt. Du siehst, wie Angst vor morgen tief in meine Seele dringt. Hilf mir, Herr, dass ich nicht untergehe im Alltagsgrau, sondern immer mehr auf dich vertrau. Du kennst mich, Herr, und du weißt, wo ich steh. Du siehst, wie ich auf dem Abgrund geh. Bleibe du bei mir, ich vertraue dir, stärke mir den Glauben. Nimm du mich trotz meiner Schwachheiten an, halt mich, dass nichts mich von dir trennen kann. Herr, verlass mich
mich nicht, denn ich brauche dich, stärke mir den Glauben. Weil du auch die dunklen Seiten meines Lebens kennst und weil du auch in schweren Zeiten liebend an mich denkst, hilf mir, Herr, dass ich nicht mutlos werde oder lau, sondern gerade dann auf dich vertrau. Du kennst mich, Herr, und du weißt, wo ich stehe. Du siehst, wie nah ich auf dem Abgrund gehe. Bleibe du bei mir, ich vertraue dir, stärke mir den Glauben. Nimm du mich trotz meiner Schwachheiten an, halt mich, dass nix mich von dir trennen kann. Herr, verlass mich nicht, denn ich brauche dich, stärke mir den Glauben. Herr, du liebst mich, wenn ich auch vor deinem Wort versag, wenn ich auch noch so sehr in Sünd und Schuld verstrickt sein mag. Hilf mir, Herr, dass ich nicht nur auf meine Armut schau, sondern dennoch fest auf dich vertrau. Du kennst mich, Herr, und du weißt, wo ich stehe. Du siehst, wie nah ich auf dem Abgrund stehe. Bleibe du bei mir, ich vertraue dir, stärke mir den Glauben. Nimm du mich trotz meiner Schwachheiten an, halt mich, dass nix mich von dir trennen kann. Herr, verlass mich nicht, denn ich brauche dich, stärke mir den Glauben. Herr, verlass mich nicht, denn ich brauche dich, stärke mir den Glauben. Für diesen Vortrag. So, dann haben wir wieder die Botschaft von Bruder John. Gottes Segen. Gott gebe euch viel Gnaden und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unserem Herrn. Wenn ich von dort wir, dann habe ich von den sehr Ladia vermehrt. Aber für diese Gnade ist das zu doll geworden, dort ist, was das Leben so recht nimmt. Von den Sinnenfall von Adam und Eva, aber von dir, hat nichts in dieser Welt einen geraten Unterschied gemacht, als das. Dass die Haaren in seine große Leib sind einzig sehen, ab dieser Welt schatten day. Am Sinne zu lesen. In der Reihe zu merken für die ganze Ewigkeit mit an zu sein. Das ist ein ganz gerates Ereignis, was passiert ist, von dem Sinnenfall, was von dir. Und er wird gerade zu bleiben, was die Haaren von heimholt. Gott sei Dank. Gott, wie wir nur denken und beten, was soll geredet worden an so einem Tag ist das, komme ich ab, der neue Mensch. Und du hast tags, wir uns von dir lesen, in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 18 bis 21.
Darum kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Und ob wir auch Christum gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat, durch Jesu Christum und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter in Christi Staat. Denn Gott vermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Staat, lasset euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Der neue Mensch. Das Wort Gottes stellt beide klar dar, den Aula und den neuen Mensch. Und von der besonderen Ursache. Kijk, den Wort Gottes haben wir wat an sein dort, wo wichtig dem Herrn nicht ist, dass der Mensch, was er erschaffen hat, dass der nie wird. Dass nicht der alte Mensch bleibt von sämtlichen Wesen geboren, sondern der kann durch die Gnade Gottes vom Neuen geboren wird, der nie wird, und darf nicht mehr der alte Mensch sein. Besonders sehr klar schrift der Apostel Paulus in Kolosser Kapitel 3 davon, weil wir mit Christus sind abgestanden. Das haben wir unter der Tracht verbogen ist, wo Christus ist. Und dann, als wir wieder gehen im 3. Kapitel Kolosser Brief, dann fingen wir dort, da sagt uns das so sehr klar und deutlich, die Wichtigkeit von das alte Leben, was ausgetrocknet sind. Da redet von das alte Leben, das wir aussterben, das alte Leben, das wir aufleihen, das alte Leben, das ausgetrocknet wird. All diese drei Dinge sind klar abgenannt von das alte Leben. Weswegen? Weißt du, wir sind mit Christus abgestanden. In dem Leben mit Christus, dann ist es wichtig, dass wir das klar haben, das alte Leben, dort sehe ich aufgestorben. Ich lebe das nicht mehr. Wenn wir von den alten Menschen reden, dann reden wir nicht von dem Menschen, der so und so viel Jahre alt ist. Nee. Hier redet von ganz das Wort. Hier redet von der alten Mensch, der nach einem sämtlichen Wesen geboren ist, der nach der Hand leben wird, dort ist der alte Mensch. Aber von der wir uns wieder nennen, führen in der neue Mensch. Durch Gott sind die Gnade, von der haben wir ein klares Zeugnis hier, nie ein Mensch geworden zu sein. Du wirst nicht durch Verdienst, du wirst nicht durch gute Worte, einzig und allein durch Gott seine vergebene Leib jetzt ein Zeugnis zu geben, der Mensch kann nie werden. Und kann ganz frei öffentlich sein, dass ich das angenommen, was da passiert ist für mich, und ich kann nie das Leben finden. Also ich kann sehen, das teilt nicht die Jahren. Weißt du was? Wenn der äußerliche Mensch schwacher wird und alt wird, sagt uns das Wort Gottes, kann doch der innerliche Mensch von Tag zu Tag erneuert werden. Von Tag zu Tag. Bloß haben wir mit Kraft geworden in Gott. Wo wird es so traurig sein, wenn wir ans körperliche Gebrechen, wo das mit oben, das war bis alles immer schwacher, mit uns, das meint alle nicht mehr. Aber wird Gott sagt, dass nie ein Mensch kann durch dem, dass er mit Gott in Gemeinschaft leben hat, kann er von Tag zu Tag erneuert werden. Und das ist das Wertvolle, das ist das Hässliche. Das redet von der neuen Sendung in Christus Jesus. Wenn es kommt durchkommen, das gibt eine ganz neue Sendung. Die alte fleischliche Natur, der erste in uns, ja, aber wir dürfen verändert worden. Durch dem, das wird annehmen, was von uns getot ist worden. Und das sagt uns ganz klar, dass uns Sein muss verändert worden. Wie weit das in Römer Kapitel 12, die ersten 2 Verse, schreibt der Apostel, wissen wir, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, weil es sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und dann sagt der zweite Vers, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Hier liegt es dann. Muss verändert werden durch Erneuerung von uns Sinn. Der Sinn, was ihr schwer, der alte Sinn, der Adams Natur, was die mitgearbeitet haben. Das Sinn muss immer verändert werden. Das Leben stellt nicht fair. Menschen leben nicht im Leben stellt fair, aber denken in der Ewigkeit, dann sagen sie, das Leben stellt mir nicht fair. Wo wenig ist das Sinn, das ist nicht verändert worden.
Bei all die, was sich verändern lassen, sind wir verändern lassen, durch diese große Barmherzigkeit Gottes, sich mal handgeben auf dem Altar, das ein Leben geht, die einmal kennen andere sind, auf das ihr prüfen mögt, weil sie sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Weil ja einmal Menschen sind nie sind und nie Mensch geworden ist, diese Taufkandidaten haben davon gezeugt, dann einmal haben sie ein anderes Sinn gefunden, erleben, und sie können bitte prüfen, was will Gott. Was ist ein Schöpfer, was mir gemerkt hat, was ist sein Willen für mich in dieser Welt. Sein Willen ist nicht bloß in dieser Welt, dass ich so recht worden, ich soll ein großer Mann sein, ich soll ein großer Ansehen haben bei Menschen. Gott sein Willen für mich und die ist, dass wir sollen von nie geboren worden, und dass wir sollen nie Kreaturen werden, dass wir an dem Tag gelesen haben, dass die können verherrlichen mit uns Wandel. Das ist Gottes Willen ist von jedem einen von uns. Maar onze oude Natur können wir gar nicht prüfen, was der Gott ist. Mit unserer oude Natur können wir gar nicht prüfen, was Gott wohlgefällig ist. Mit unserer oude Natur können wir nicht prüfen, was ist der vollkommene Willen Gottes. Die oude Natur liegt immer im Stich. Wir können nicht wiederkommen in unserem Leben, solange es die oude Natur da ist. Aber es ist erstmal mal bedeutet, dass wir das ans Tag sagen, ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Seht ihr mal, der Apostel Paulus, einmal würden das ein Bild nehmen, er schafft je in Jesus. Er sagt, diese Seed, die dunkle Seed, er kann euch sein, das Licht wie in Jesus. Und dann schafft er je in Jesus. Und gewaltig hat er geschafft, und lässt am besten abkommen. Und dann einmal, wenn es der Herr diesen Salme begegnen, dann einmal fängt er an, von der anderen Seite zu sein. Wenn er fängt von der anderen Seite an zu sein, damit er mal brechen können. Weil viele Menschen, von denen sind nicht glücklich. Viele Menschen, die weten nicht, was ans Tag sei, von der neuen Kreatur, wenn sie sein noch nicht der Seed von wo Dach ist. Die sind noch bloß von der Seed, wird alles dunkel ist, wo wir wenn sie Hand noch nicht Hand geben. Wenn es sollte ihm Hand geben, für Haar, was ich tun soll, dann einmal, dann dreht er sein Leben um, und dann sagt er der andere Seed, und dann sagt er Licht. Dann wir ein sehr aktiver Arbeiter von dem Herrn. En strider Jesu Christi, haben wir einer, was können schreiben, ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Eine Erfahrung gemerkt zu haben, das lohnt sich davon zu zeugen. Das lohnt sich davon zu schreiben. Und das lohnt sich davon, andere Menschen mitzuteilen, was ist so eine Familienkeit. Aber wo kommt man hinein? In Christus, wo kommt man hinein? Die Bemerkung mit Bruder Panchi, groß für die Taufe. Groß für die Taufe, und seht ihr, durch Buße und Glauben. Solange der Mensch nicht Buße hat, solange der Mensch nicht zum Glauben kommt, belebt er das nicht. Und Christus, darf es nicht nie leben. Wir weten dort, ein Mensch hat wel nie fortgefahren, der fährt nur eine Agentschaft. Er weet zich in de wonen Agentschaft wie vorher wel. Hij fährt nicht im Korridor da lang, wo alle in die Secondhand fortig sind, und checkt dann und fortig. Da wird er nicht das nie fortig kriegen. Aber er fährt nach der Agentschaft. Und dann checkt er das nie fortig, wenn er betont hat, ja. Aber weißt du was? Das nie Leben, das ist auch bloß auf eine Stelle zu kriegen. Aber das ist für uns getont, die brauchen nicht so und so lange Geld abschaffen und hoffen, ich will aber dort nicht ja mal nur Geld haben und auch mal können nicht fertig fahren, ja. Nur das dort ist es hier nicht. Das ist alle betont, aber es ist auch eine Stelle, das ist der einzige Stelle, was zu kriegen ist, und das ist beim Christus Christi. Und weißt du, so viele Menschen von dir, die würden sich gerne um Matt leben, die würden mal können, das würden können sagen, ich sehe glücklich, ich sehe Frau, aber sie kommen nicht nur diese Agentschaft. Sie kommen nicht, dass sie stehen nur der Christus Christi. Und Segen das wird. Wo eine steht, wo eine andere steht, und fängt mal aus, dass sie wollen das Leben fängen. Sie wollen auch von den Glücklichen sein, von der Wohnung jetzt zu sein. Sie sind nur die neue Kreatur, das Alte ist, alles war, das ist alle nie geworden. Und sie fängen bloß nicht, wo wenig, weil sie kommen nicht nur der Christus. Aber all die, was nicht Christus gekommen sind, dass diese Taufkandidaten haben gezeugt davon, sie sind nur Christus gekommen. Und für jeden von der Heinz Meier wurden verlangen, als getauft zu werden, nur der Christus gekommen, sich die Sünden vergeben zu lassen, und einmal das neue Leben zu erfahren, was wirklich nie Leben ist.
So es seht, viele Menschen, die streben danach, die würden gleich ein Teil von der Gemeinde des Herrn zu sein, würden ganz sicher waren glücklich sein, sie weit nicht Tag, die kommt. Und die kommt sehr bosig nur, die Tekens wiesen ganz klar, biblisch bewiesen, dass die Tekens wiesen ganz klar, die nicht mehr lang die Haar, die kommt. Und die Menschen würden gleich, wenn sie reiten, wenn man die Haar kommt, und sind von der aber nicht wirklich glücklich. Sie würden gleich, und vielleicht würden die Gemeinde mitleben und so wieder, das wird sein, so andere Menschen tun, ungefähr so mitmerken als dort. Aber weißt du was, das ist bloß die, was nie das Leben hat, was in Christus Jesus ist, das ans Tag sein wird. Und dort fängt kein Monat. Und darum ist es so schön, dass ich von reden, da ist nie das Leben, Menschen können das annehmen und können mit Gott in Gemeinschaft leben. Weil man sagt, was der Herr Jesus sagt, ist, hey, auf dieser Welt wie in Matthäus Kapitel 9, da sagt er für 16 und 17, Matthäus 9, 16, niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Lappen vom neuen Tuch. Denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid und der Rest wird ärger. Man fasst auch nicht Most in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Most wird verschüttet und die Schläuche kommen um. Sondern man fasst Most in neue Schläuche, so werden sie beide miteinander erhalten. Wohin hat Jesus in der Rede das geholt? Der Herr Jesus hat gesagt, wo die Menschen noch einmal bloß wollen, das Aule festhalten, das Gesetz, und dann nicht das nie Leben in Christus, das kann Jesus nicht annehmen. Und einmal sagt er, niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Lappen, vom neuen Tuch. Von einem Lappen von einem neuen Tuch. Das meint, das Kleid, das ist nicht mehr Gold, das ist sehr schwach. Ist worden viel mal die Kleider gefleckt, ja. Aber Jesus sagt, keiner nimmt nun mal, wenn das als sehr schlag als das Kleid, wird mal ein nie starke Flecken abnehmen. Was passiert? Wenn das wo anhärten würde, dann wird nicht so leicht das nie Beet 2 Ried, was dann abgenäht ist, sondern das sagt der dritte los, und dann ist es viel Eier, als es Eier wir. Der Rest wird viel Eier, als es Eier wir. Und weißt du, das was viel passiert von diesem Tag. Menschen versägen auf ihr Leben. Man klein Bestien wird sein, was nie abzuflecken. Na, man sein, dass es nicht was gut sein. Lieber Tau hier, weißt du, was da passiert? Dann ist die Menschen, manchmal sind die so, dann haben sich Tor verloren, geht nicht lang, sagen, das Leben ist nicht, stellt nicht fair. Mein Leben ist nicht später, als es euer wir. Leben in Sinn, wieder daheim. Wir hören viel von in der Selschen da, was sie Tor sind, Leben sind Trinkerie und so wieder. Und gehen wieder Drugs nennen und all so eine Dinge, da wir sein von der Ocean da, wo Menschen auch glücklich sind, die Heimen sind. Die Heimen waren voll, wenn die Menschen nicht glücklich sind. Und viel von denen haben nicht Lappen, aber ein altes Kleid abgenäht. Und das ist wichtig. Da wir schauen, die Bibel lehrt, ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Dann ist er nicht bloß auf ein altes Kleid und ein neues Fleck abgenäht. No, das ist nie geworden. Das wird ganz nie, das alles ausgetragen worden, und das nie Kleid angetragen. Und warum das nie Kleid? Das ist Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehe. Das Kleid. Das ist nie. Und es sagt von dir, von das Aule vergonnen. Der Aule, das vergonnen. Und das ist alle nie geworden. Und weißt du noch, wenn das passiert? Leute, hier, das kostet von der Sache, wenn das passiert. Der Apostel Paulus, hey, was, wenn das passiert wird? Kannst du von der sagen, wenn das passiert ist? Ich finde in der Bibel nicht, dass Wort Gottes sagt, man kriegt die Minute angeben, wann das passiert ist. Aber man muss wissen, was passiert ist. Wenn ich mich antrage, ich trage mir die riesen Kleider auf, nehme einen Schauer und ich trage mir reine Kleider an, da weiß ich ganz bestimmt, ich kann nicht mehr die Kleider an, das ist ich kann ganz viel besser nicht, die ich mir angetragen habe. Und ich darf nicht zweifeln, dass ich mir angetragen habe, ich weiß nicht, ich ganz kriegt die Minute, wenn ich mir angetragen habe. Aber wichtig ist, dass du weißt, dass du angetragen bist. Und kriegst das so mit dem neuen Leben in Christus. Da muss einmal ganz klar sein. Wenn ich nicht ganz klar kann sein, dann und dann, die Minute und die Sekunde, da belebe ich das. Ich kann nicht sagen von meinem Leben, ja, das passiert dann 7:30 Jahre alt und muss das so bis mal als ein Jugendjung. Das bedeutet, die Genut Gott hat den Glockentitel im Denken geholt
Aber ich will nicht Menschen sagen, du musst ganz krank weiten, wenn eine Minute, dass du warten hast und so wieder. Aber du musst eines musst du weiten, als du hast das nie Kleid angetragen. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Dann ist das Alte vergangen. Dann sagt uns, dass hier ist alles neu geworden. Wo viele Menschen, und ich halte davon das Zeug nicht wahr, mal eine Zeit lang Theater, mal eine Dreh, auf einer Stelle, wo wir werden von oben schauen, da werden Eltern, was auch viel mit Gottes Wort am gegangen hat, und er gab das Zeugnis. Der Dame sag ich mal, das nie Kleid antragen, das Kleid der Gerechtigkeit. Dann gab es so eine Warnung in meinem Leben, dass Gott hat mich nicht bloß geistlich geheilt, even körperlich hat Gott mich geheilt. Von einer Pläu in meinem Leben, dass ich die Freude nicht habe, wo komme ich eben von meiner Pläu im Leben los? Wem gebete ihr? Der Mann, was das erfuhr, das wird nicht wieder drehen, das. Aber Gott, wem wird holen wir das hervor? Das ist der Haar. Na, lass uns hier an unserem Tag zusammen treten, Haar nach einmal, 2. Korinther 5, Vers 18, sagt er, aber das alles von Gott. Das alles von Gott, liebe Zuhörer. Das ist bloß durch Gott seine Gnade und Gnade allein, dann ist das erst verteilt geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat durch Jesus Christus und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Das was ein Farsch, was mir einmal bloß geraten wird, das sagt, alles von Gott, was uns mit sich selbst versöhnt hat in Christus Jesus. Und hat uns das Amt gegeben, was die Versöhnung predigt. Wir können das wieder drehen. Wir können zu anderen Menschen sagen, was der Herr getan hat, wo das möglich ist, zu neues Leben zu kommen. Und die Geist Gottes ist schuf. Dann haben wir wahre Söhne, die ergeben sich in das neue Leben. Gott sei Dank. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Vierbette leben leiden. Und ich glaube, dass die mehr die Christen beten, dass mehr Menschen würden erfahren, und wir würden wirklich taubstehen und beten, dass die mehr Menschen von einmal verlangen kriegen, auch das neue Leben in Christus zu erfahren und nicht in das Alte wieder gefesselt zu bleiben. Alles von Gott. Der Apostel Paulus ist schon sehr, dass er die Erfahrung gemerkt hat, und er konnte deswegen das schreiben, was er geschrieben hat, wegen er die Erfahrung gemerkt hat, dass er sagen kann, der uns mit ihm selber versöhnt hat durch Christus Jesus. Was wir checken in Philipper Kapitel 3, da schreibt der Apostel, wenn irgendwer sich mit rühmen kann, dann wird er kann. Der Apostel Paulus, er hat es ganz klar. Mit so einem Mann, als er was wir. Wenn irgendwer sich mit einem Fleisch nur rühmen kann, dann wird er sich rühmen kann. Wir lesen da in Philipper 3, Vers 4, wie wohl ich habe, dass ich mich Fleisches rühmen könnte. Ich will mir rühmen kann. Wogegen? So in anderer Sicht denken lassen, kann ich Fleisches rühmen, ich kann das viel mehr. Der ich am 8. Tag beschnitten bin. Ich kann mir rühmen, ich sie am 8. Tag beschnitten. Einer aus dem Volk Israel, ich kann mir rühmen damit, ich sie aus dem Volk Israel. Das Geschlecht Benjamin, ich kann mir rühmen, ich von das Geschlecht Benjamin sie. Ein Hebräer von Hebräern, ich kann mir rühmen, ich von dieser Gruppe sie. Nach dem Gesetz im Pharisäer. All das, ich kann mir das alles rühmen. Nach dem Eifer und Verfolger der Gemeinde kann man dort noch eben rühmen, wo ich geeifert habe. Nach der Gerechtigkeit im Gesetz. Ich denke im Gesetz, nur in der Gerechtigkeit vom Gesetz, ich eifern. Unsträflich, ich kann mir rühmen damit, sagt er. Aber was mir Gewinn war, lieber Zuhörer, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen alles für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch für Schaden gegen die überschwängliche Kenntnis Christi Jesu, meines Herrn, und achte es für Schaden und für Kot, auf das ich Christen gewinne. Wo wen? Hat er das, was geschmeckt. Nu hat er mal vor, was nie leben wir. Und das, was der Herr so gern will, dass mehr Menschen, dass er vor, was nie leben ist. Einmal trägt in unserem Tags, das sagt uns da in Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste,
Wisst Jesus nicht von Sinn? Was will uns das sagen? Da meint sie viel, Jesus hat keine Sinn getan. Der hat keine Sinn, die was in andere Welt hat keine Sinn auf sich. Das heißt, wir rennen alle. Wir haben alle eine Sinn auf uns, nicht wahr? Jesus hat nicht. Hat den, was von keine Sinn wisst, für uns zur Sünde gemacht. Nun, aber das ist Jesus, was von keine Sinn wisst, keine Sinn getan hat, aber von mir die zu Sinn gemerkt, woraufhin, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Na, für das sind Sehen, haben wir zu Sinn gemerkt, für uns, dass wir können bestehen, dass wir würden bestehen vor allem in der Gerechtigkeit, was für Gott bestehen hat. Was für eine Gnade, dass wir da nie Menschen sind. Wir haben Klimat in Kolosser Kapitel 3. Vers 3 und 4 sagt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Weißt du, wo wegen? Mensch kann nie sagen, wir sind gestorben. Der alle Mensch ist gestorben. Der alle Natur ist aber auch gestorben. Und sagt, und euer Leben ist verborgen. Nicht ist uns Leben verborgen mit Christus in Gott. Was kann uns besser feststellen, als für mein Leben verborgen mit Christus in Gott ist? Wo wir stehen, als wir für diesen gerechten Gott erscheinen, wenn dein Leben nicht verborgen mit Christus in Gott ist. Das ist der einzige Wahrheit. Wir wollen für Gott kommen, zu der rechten Hand Gottes, und wollen am der Loben und Preisen, dass uns wird geholt auf das hervor. Sagt die 4. Vers, wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Von wohnen. Das ist die erste Vers in Kolosser 3. Seid ihr nun mit Christus auferstanden. Versucht, was droben ist, der Christus ist. Mit Christus habt abgestanden. Wenn Christus euer Leben sich nur was offenbaren, wo ihr auch offenbar worden mit Arm in der Herrlichkeit. Wodurch? Bis zum Schluss noch einmal den Tags. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Gut. Ich würde früher passen, dass wir durchnehmen zum Gebet. Lodenrijke Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, dass wir da unseren Tag verführen. Das ist bloß durch dem, dass du uns so leben lässt. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns klar wiesen lässt, wo wir nie leben haben. Himmlischer Vater, aber du liest uns das auch in dein Wort, dass wir sollen nicht bloß auf das alte Leben nicht flecken abnehmen. O Herr, ich bete, lass es wirklich sein in der Chan, als wir das Kleid angetrocken haben, das nie, das Kleid der Gerechtigkeit. Und Herr, wir danken für dich, was das angetrocken haben, das ist durch deine Leib. Wenn du nicht verstehen, was mit deiner Leib und deiner Gnade, Herr, keiner hat das Kleid anhaben. Aber von dir, durch deine vergebene Leib, ist es möglich, dass wir alle das Kleid der Gerechtigkeit anhaben. Und können reich stehen, dass wir offenbar mit die Taub, Herr Jesus in der Herrlichkeit. O himmlischer Vater, wir beten, help uns zu sein und zu erkennen, wie wichtig das ist, dass wir den Wort in die Hand nehmen, das lesen und das ausleben, was wir finden, was den göttlichen Willen ist. Aber alles, Herr, weil wir dir hören, weil die loben und preisen, was du uns hast lassen zu teil worden und wieder hast lassen zu teil worden. Im Namen Jesu. Amen. Singen wir uns nach dem Schluss Nummer 342.
Ewig, ewig bin ich dein, teuer der mein Gott erkaufet, bin auf dich und dein zu sein, Vater, Sohn und Geist getaufet, dessen soll mein Herz sich freuen, ewig, ewig bin ich dein. Das ist Gottes Bund mit mir, gnädig hat mir verheißen, mich soll keine Macht von dir, keine Sünde von dir reißen. Gott, mein Gott, ich will nur dein und meines Jesu sein. Wachen will ich flehen Kraft, dass ich stets auf seinem Wege heilig und gewissenhaft und im Glauben wandeln möge. Wird mir die Kraft verleihen, treu bis in den Tod zu sein. Goed, ik moet vrouwen het hoppen eigen. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, das wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehren der Gemeinde, den Christi Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich scheide in Frieden des Herrn.